Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal und heute etwas ganz anderes, nämlich ein Blick zurück in die letzten Monate, auf die letzten Monate, und zwar geht es um den Lego-Raum und wir schauen uns einfach an, was in all der Zeit so passiert ist. Ich lasse noch ein bisschen was zu erzählen, ich werde euch zeigen, wie alles so aussah. Wir sehen einfach Aufnahmen aus den ganzen Videos und hier seht ihr, wie das Ganze aussah ganz am Anfang, als noch die ganzen Wände drin waren. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt alle kennt. So sah das Ganze hier oben aus, bevor ich anfing, hier ja das große Chaos und die große Zerstörung anzufangen. Es waren einige Wände drin. Wer es nicht weiß, das Ganze ist ja eine ehemalige Werkzeughalle und das hier oben, da wo jetzt der Lego-Raum ist, das war Teile der Büros damals. Und hier hinten, wo ihr die ganzen Klebebänder auf dem Boden sieht, da waren zeitweise auch Tiere einquartiert, als so eine Art Nothilfe. Das Ganze fing dann auch schon in den nächsten Tagen an. Ihr seht jetzt hier gleich neue Aufnahmen aus einem anderen Video, dass ich hier angefangen habe, die Wände dort hinten aufzumachen, wobei da eben das Problem war, die Wände sind tatsächlich relativ massiv gebaut mit richtig Holz und auch sehr relativ starken Platten, also Holzplatten tatsächlich. Die runterzukriegen war deutlich schwerer als dann die Gipskartonwände, was ihr dann auch bald noch sehen werdet in den nächsten Abschnitten. Aber das war wirklich kein Spaß schon am Anfang an. Und so ging es dann weiter. Ihr seht jetzt, wie es wirklich losgeht, dass hier alles eingerissen wird. Die Wände kommen ja alle raus nach und nach. Und was sich hier natürlich zeigt, ist, dass es eben die Trockenbauweise und dass das wirklich einiges an Arbeit ist und vor allem auch diese ganze Dämmwolle. Das ist wirklich eine Sache, die auch unangenehm auf der Haut ist und man sollte auf jeden Fall nicht einatmen. Deshalb immer schön mit Handschuhen und Maske am besten arbeiten. Und es gibt einfach unglaublich viel Dreck und wovon auch noch unglaublich viel Material, das einfach raus muss aus der ganzen Geschichte. Und es hat einfach Stunden, Tage, Wochen gedauert, aber ich glaube, das Endergebnis hat sich gelohnt. Was ihr aber jetzt auch seht, hier noch der nächste Cut, ist, dass hier alles, wenn man jetzt hier die Wände rausreißt, dass eben die ganzen Kabel da herumhängen. Das war auch noch eine große Geschichte, denn die Kabel mussten ja neu verlegt werden, beziehungsweise weggenommen werden, weil da waren ja sehr viele Lichtschalter zum Beispiel angebracht, die natürlich jetzt nicht mehr gebraucht wurden. Und da war es nämlich eine sehr schöne Geschichte irgendwann, also wenn ich jetzt mal hier dann alles raus hatte, was natürlich wie gesagt lange gedauert hat, brauchte ich ja eigentlich auch noch einen Elektriker, der das Ganze macht und Handwerker zu finden, das war Ende letzten Jahres, Ende 2021, so im Oktober oder sowas war das, glaube ich, oder Anfang des Jahres, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwann in der Zeit rum, Jahreswechsel herum war wirklich schwer, einen Elektriker zu finden. Das hat dann doch einige Zeit gedauert, einfach nur einen Elektriker zu finden und dann den Termin auszumachen. Also es war unglaubliche Sachen, die da passiert. Hier nächster Cut natürlich, ihr seht jetzt hier, wie jetzt immer mehr rauskommt. Man sieht jetzt schon, wie dadurch, dass die Wände nach und nach rauskommen, das Ganze im Raum heller und heller wird. Wenn ihr jetzt die Wand da seht, wo noch gerade die Dämmwolle drin ist, da seht ihr, glaube ich, gleich im nächsten Cut, dass die Wand gleich rausgetreten wird und rauskommt, dann sieht man gleich nochmal, wie das Ganze sich verändert, aber man sieht wirklich, ich habe selber gar nicht mehr im Kopf gehabt, was man da alles so, wie das mal aussah hier drin, hier oben, im Lego-Raum im heutigen. Und wie viel Arbeit da eigentlich drin steckte, also rückblickend würde ich jetzt nicht sagen, ich mache das gerne nochmal, also ich hatte wirklich Phasen, wo ich dachte, ist da nicht ein bisschen viel Arbeit gewesen, also im Vorhinein zu wissen, was da alles so passiert, wäre vielleicht doch nicht gut gewesen, weil ich dann wahrscheinlich mir gedacht hätte, nee, das wird niemals was werden. Aber ihr habt ja gesehen inzwischen, es ist ja alles doch was geworden, glücklicherweise. Und ja. Und hier kommen wir jetzt zum Durchtritt. Das war die letzte Wand, die noch durchtrennt werden musste, um eben einen durchgehenden Raum zu erschaffen. Und das habe ich zelebriert mit diesem schönen Eintreten. Hat auch ein bisschen Spaß gemacht, muss man sagen, auf jeden Fall. Auch wenn es am Ende doch ein bisschen widerstandsfähiger war, als ich dachte. Aber man konnte zum ersten Mal durchschauen. Und jetzt sieht man auch zum ersten Mal, jetzt wo komplett die Wände teilweise durch sind natürlich, wie hell der Raum plötzlich ist. Durch die ganzen Trennwände war das nämlich ganz, ganz dunkel in dem Raum eigentlich. Jetzt, wo die beiden Fenster, die ihr da hinten seht an der Wand, jetzt durch den ganzen großen Raum, also die 126 Quadratmeter durchscheinen, wird selbst jetzt, wo noch relativ viel steht, viel, viel heller in dem Raum. Und das hat mich persönlich sehr, sehr überrascht damals. Ich dachte, das wird eine ganz andere Problematik. Aber das war natürlich ein positiver Effekt der ganzen Geschichte. Wie ihr sehen könnt, da sind jetzt alle Wände draußen, der Boden ist halbwegs gereinigt und ihr seht jetzt auf jeden Fall, wie ich schon mal angesprochen hatte, jetzt hängen die ganzen Kabel hier in der Zug rum. Was euch auch auffällt, ist, dass es jetzt sehr, sehr dunkel draußen ist. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel davon relativ spät nachts auch gemacht, einfach aus zeitlichen Gründen. Und man sieht an den Wänden jetzt auch da, wo die Wände waren, das sind Lücken in der Tapete, aber auch gleichzeitig Lücken in den Wänden selber. Das musste auch alles noch verschlossen werden. Habe ich natürlich erst gemacht, als der Elektriker fertig war, wobei das eben das nächste Thema war. Wann kommt der Elektriker? Ich habe dann doch kurzfristig einen aus einem, so einen Dorfelektriker, sage ich mal, bekommen, aus einem der nächsten Dörfer. Der hat sich auch darum gekümmert.
War tatsächlich relativ fix, aber auch nicht sehr günstig, aber auf jeden Fall hat das gemacht. Das hat mir im Endeffekt dann auch gereicht, was das betrifft. Und hier müssten wir jetzt im nächsten Cut, genau, jetzt seht ihr hier, dass alles vom Elektriker fertig ist, der hat alles sehr, sehr schön gemacht. Es wurde auch jetzt anders als ursprünglich geplant, keine neuen Lichtschalter an die Seiten gesetzt, sondern über alles, über die Lichtschalter vorne an der Tür geregelt. Das war gar nicht mal meine Idee, das war die Idee des Elektrikers und das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, denn es macht das Ganze viel, viel ordentlicher. Was man jetzt natürlich merkt, ist jetzt zwar die ganzen Wände rausgerissen gewesen und es war auch alles hier jetzt die Elektrik verlegt. Aber die Wände und die Decken und der Boden sahen schrecklich aus und die Fenster mussten auch noch geputzt werden, ein ganz anderes Thema. Also es war sehr viel Thema jetzt Streichen angesagt, Boden bearbeiten, die Wände erstmal stopfen. Unglaublich viel Arbeit noch, nachdem man eigentlich schon sehr viel Arbeit reingesteckt hatte. Und ich muss sagen, auch hier wieder, ich habe es mir viel, viel einfacher vorgestellt gehabt. Und so begann das große Streichen. Da gab es ja einige Videos im Speed-Streichen sozusagen. Das war auch der Moment, wo ihr, nachdem ich ja eigentlich schon mal im 6000er Special mich mal ganz kurz gezeigt hatte, was scheinbar kaum einer mitbekommen hatte, ab da ungefähr fing ich ja dann an, mich auch zu zeigen, was auch einfach deswegen einfacher war, weil ich dann auch jetzt die ganzen Speed-Arbeiten euch zeigen konnte. Und es waren einfach Stunden über Stunden über Stunden, in denen ich Wände gestrichen habe, Wände ausgebessert habe, Decken gestrichen, um Fenster herum gestrichen habe, Heizkörper lackiert habe. Es war einfach. Also wenn ihr 126 Quadratmeter Grundfläche habt, könnt ihr euch ja mal kurz über den Daumen schlagen, wie viel Wandfläche das Ganze eigentlich ist. Und vor allem, wenn ihr teilweise mehrfach streichen müsst. Also es sind einfach Arbeiten, die man sich voraus echt anders vorgestellt hat. Weswegen sich ja auch der ganze Plan mit dem Umzug total verzögert hatte. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, ich könnte letztes Jahr noch so im November umziehen oder so. Und dann waren wir, ich weiß gar nicht, wann sind wir umgezogen? März? Auch nicht. April, glaube ich eigentlich. Und ja, allein hier die ganzen Ausbesserungsarbeiten hier an der Decke seht ihr jetzt hier gerade, da war auch einiges zu tun. Da musste man ja sagen, das war so eine Art Farbe, die so ein bisschen aussieht wie Rauputz zum Streichen. Ist jetzt nicht hundertprozentig optimal, aber es geht ja auch nicht um ein super schönes Zimmer zu haben, sondern die Stadt soll ja später im Fokus stehen. Es soll einfach halbwegs ordentlich aussehen und deshalb habe ich jetzt hier einfach diese Lösung gemacht, anstatt jetzt die Tapete rauszuschneiden und zu ersetzen und dergleichen, was ja natürlich viel besser gewesen wäre optisch, aber einfach nicht nötig. Auch hier seht ihr jetzt wieder weitere Streicharbeiten, also das ist jetzt wirklich, ich habe euch ja schon in den Speed-Streicharbeiten sozusagen nicht alles gezeigt. Auch das war ja schon zusammengeschnitten und selbst dann nochmal im Speedbild. Jetzt hier ist es mal extrem zusammengeschnitten und dann könnt ihr euch trotzdem mal vorstellen, wie viel Zeit hier reingegangen ist. Ja, es ist einfach jetzt eine Zusammenfassung. Ich sehe gerade, wir sind sogar bei 8 Minuten hier im Video und es ist nicht ansatzweise entsprechend dem, was hier passiert ist. Aber ich sehe, dass gleich der nächste Cut kommen wird. Dann seht ihr nämlich mal, was hier alles an Material angesammelt hat. Das ist ein Raum tiefer unter dem eigentlichen Lego-Raum. Und hier, ich habe alles ein bisschen getrennt. Das meiste davon liegt tatsächlich immer noch herum, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, das meiste davon zu entsorgen. Teilweise habe ich das Holz hier wiederverwendet, aber das meiste davon ist wirklich immer noch da. Hier seht ihr jetzt, da ist der Boden gegossen, wurde auch so ein anderes Thema. Versucht mal 126 Quadratmeter Bodenausgleichsmasse zu gießen. Das ist wirklich interessant, das zu machen, aber es funktioniert. Es ist zwar nicht hundertprozentig ausgeglichen gewesen, aber gut genug, um darauf dann weitere Arbeiten durchzuführen. Mir reicht es auf jeden Fall und auch da sieht man jetzt schon einen riesen Unterschied zum ursprünglichen Raum. Und hier seht ihr das erste Mal, der Boden ist da trocken gewesen und ich habe das erste Mal einen kleinen Tisch zusammengeschustert in dem neuen Bausystem, eben diesen Verstrebungen, damit das Ganze eben stabiler wird als der alte Tisch. Denn wenn ihr es verfolgt habt, die alten Tische waren ja sehr rudimentär zusammengebaut und die haben sich dann durch das Gewicht der Stadt zusammen verbogen und ach, das war eine ganz, ganz böse Geschichte, was auch dazu führt, dass ich an einem Bahnhof nicht mehr weiterbauen konnte. Das ist übrigens der Tisch, auf dem jetzt der Fluss steht. Aber wir sind schon im nächsten Cut, jetzt seht ihr hier, wie der Boden komplett trocken ist tatsächlich. Davor war er noch nicht hundertprozentig trocken. Das ist nochmal ein anderer Cut gewesen, genau. Hier ist der Boden komplett fertig. Man sieht noch ganz leicht, wo mal die Wände waren. Und da war die Idee eigentlich, den Boden mit einer Bodenfarbe schwarz zu streichen. Das war ein riesiges Fiasko. Könnt ihr ja gerne mal nachschauen. Riesige Geldverschwendung. Hier habt ihr das Ergebnis davon. Es ist eigentlich eine Bodenfarbe, ist eigentlich an sich ganz gut, aber die Bodenfarbe und der Boden haben sich nicht so ganz vertragen, weswegen sich der ganze Boden irgendwie abgelöst hat teilweise. War echt gar keine schöne Idee, aber glücklicherweise habe ich dann doch noch das Problem lösen können mit Teppich. 126 Quadratmeter Teppich zu einem relativ guten Preis, relativ stabil. Verlegung in, ich glaube, 4 Meter Bahn, also 4 mal 8 Meter Stücken, voll verklebt
mit Tapetenkleister, übrigens eine ganz praktische Sache, lässt sich gut verkleben, auch wieder gut ablösen. Und damit war eigentlich der Renovierungsbedarf fertig und wir konnten endlich im finalen Schritt anfangen, die Tische aufzubauen. Hier seht ihr die ersten Tische. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich war, als ich gesehen habe, wie das hier eigentlich drin stand. Vor allem, wenn ihr jetzt mal am Anfang des Videos gesehen habt, wie das Ganze hier oben aussah, ist das echt ein riesen Unterschied jetzt, wo endlich aus der Idee Wirklichkeit wird, nach all den vielen Stunden Arbeit. Und gleich kommen wir noch zum finalen Cut mit den bisherigen Tischen, ohne irgendwas drauf. Und so sehen ja die Tische momentan aus, mitten im Raum. Sind, glaube ich, 14, 15 Quadratmeter, sehen ja relativ verloren aus in dem großen Raum, aber wir brauchen ja Platz zum Wachsen für die Zukunft und das war der Platz für, ja, da fing dann alles an endlich. Das war, glaube ich, ja, wie gesagt, April des Jahres. Und gleich kommen wir zum finalen Blick auf das, wie die Stadt jetzt momentan im neuen Raum aussieht. Und mit diesen Bildern sage ich nochmal vielen Dank an euch alle, dass ihr diese Reise begleitet habt und begleitet. Und dann sage ich bis zum nächsten Update und tschüss.